Pogromnacht, was du noch nicht wusstest. Jeder kennt die Bilder der Nacht vom 9. November 1938. Aber wusstest du, dass die Pogrome in vielen Kleinstädten erst am 10. November stattfanden und das oft am helllichten Tag? Die Feuerwehr war vor Ort, aber sie hatte einen schockierenden Befehl, die Synagogen nicht zu löschen, sondern nur zu verhindern, dass die Flammen auf deutsche Häuser überspringen. Der war ja bei der Feuerwehr. Und in dieser Pogromnacht, ja, da wurde er von der Feuerwehr eingesetzt an den Synagogen, an einer Synagoge in Poppelsdorf. Und als er dann nach Hause kam, erzählte er ganz traurig, dass sie nicht eingesetzt wurden, um die Synagoge zu löschen, sondern nur um die umliegenden Häuser zu schützen. Und er fand das sehr ungeheuerlich, was da war. Also er war ja Parteigenosse auch, aber das war schon das, was er zu Hause erzählte. Doch inmitten dieser Gewalt erblühte auch Menschlichkeit. Viele deutsche Mitbürger haben heimlich geholfen und jüdische Familien geschützt, oft mit viel Mut und unter Lebensgefahr. Und wir hatten eine Angestellte, die mein Vater furchtbar geliebt hat. Die hat 32 Jahre für uns gearbeitet. Die war nicht jüdisch. Und die hat gesagt, ich lasse die nicht ins Haus. Die sind vom Haus zu Haus gegangen und haben die jüdischen Männer genommen. Und mein Vater war sehr krank. Und sie hat sich vor das Haus gestellt und hat gesagt, sie können nicht draufgehen. Mein Chef ist sehr krank. Und da haben sie gefragt, ob sie jüdisch ist. Und da hat sie gezeigt, dass sie nicht jüdisch ist. Und da haben sie furchtbar geschlagen, die Frauen haben sie auf den Boden geschmissen, aber sind weitergegangen. Und dadurch ist mein Vater nicht abgeholt worden an dem Tag. Was kaum jemand weiß, nach den Pogromen wurden tausende jüdische Männer verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Nicht um sie zu töten, sondern um ihre Familien zur Ausreise zu zwingen. Dieser Tag markiert den Punkt, an dem klar wurde, in Deutschland gab es für jüdische Menschen keine Zukunft mehr.